Hallo, ich habe mir heute ein Video überlegt. Ich möchte gerne auf meine meistbenutzten Küchenutensilien eingehen und eigentlich auch die einzigen, die ich besitze. Es gibt mittlerweile so unglaublich viel, was angepriesen wird, was man unbedingt braucht, um in der Küche erfolgreich zu sein. Und da ich eigentlich immer relativ wenig Platz habe, beschränke ich mich wirklich nur auf das Nötigste und möchte euch zeigen, dass man eben nicht Unsummen von Geld ausgeben muss, sondern das meiste funktioniert auch mit ein, zwei Geräten, die man ganz divers einsetzt. Fangen wir an mit meinem Lieblingsgerät, mein Smoothie Maker, Pesto Maker, eigentlich alles Maker. Er ist unglaublich groß und auch relativ teuer. Ich sage immer, braucht man gar nicht. Ich habe hier noch einen kleinen Smoothie Maker, den ich für ganz viele Jahre verwendet habe. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen den beiden. Der hier ist wirklich nur für Obst und Gemüse gedacht. Für grüne Smoothies, Fruchtsmoothies, gefrorene Früchte gehen auch noch, aber der ist einfach nicht so stark. Der hier hingegen kriegt eigentlich alles klein. Also ich mache da mit Nussbutter alles Mögliche, was man irgendwie zerhäckseln möchte. Und ich habe hier auch zwei von diesen Aufsatzbehältern und ich erkläre nur mal ganz kurz den Unterschied. Das hier ist ein Dry Container. Darin zermahle ich eigentlich immer, wenn es um Nüsse geht, wenn es um Samen geht, einfach relativ feste Sachen, die dann zu einem Mehl oder eben etwas Ähnliches zerkleinert werden. Würde hierin auch funktionieren, aber man braucht schon immer relativ viel, damit es überhaupt sich richtig vermischt. Ist wie gesagt ein relativ großes und teures Gerät. Wenn man es nicht unbedingt braucht oder haben möchte, gehen auch ganz viele andere Geräte, die gerade auf dem Markt sind, die sehr erschwinglich sind und genauso gut letztendlich funktionieren. Wie gerade schon erwähnt, noch eine andere Art von Smoothie Maker, Mixer, wie auch immer, der auch super funktioniert, ist der hier. Kennen, glaube ich, viele. Man macht hier alles einfach rein, schraubt es zu und drückt es dann runter. Ich habe dieses Vorgängermodell leider zerstört, indem ich versucht habe, Nussbutter damit zu machen. Ich würde sagen, lasst das lieber sein, eignet sich nicht dafür. Dafür ist der Motor nicht stark genug, überhitzt und dann busch. Aber für Smoothies gar kein Problem. Das hier ist das Gerät, was ich neben meinem Mixer eigentlich am meisten benutze. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie man das Ganze nennen würde. Im Englischen relativ simpel Food Processor. Funktioniert ähnlich wie ein Mixer, aber darin mache ich keine Smoothies, sondern hier drin mache ich Pesto, Cremes, Nussbutter. Ich glaube, der Preis lag zwischen 70 oder 80 Euro. Ist natürlich eine kleine Investition, kann man sich vielleicht zu einem Geburtstag oder irgendeinem größeren Anlass wünschen. Hat ziemlich viel Power, auf dies Verlass und nimmt eben nicht so viel Platz weg. Also ich habe immer in kleinen Küchen gewohnt oder hatte eben nicht so viel Platz und finde ich sehr gut, kann man relativ leicht verstauen und super. Das hier ist das letzte Gerät, was ich benutze zum Zerkleinern und ich werde jetzt genau das gleiche sagen, was ich bei den anderen auch schon gesagt habe. Ich benutze es für Pesto, nicht für Nussbutter. Ich entscheide das oft einfach aus dem Bauch raus oder wenn ich sehe. Manchmal funktioniert eben im Mixer das super mit dem Pesto und manchmal weiß ich, okay, das wird nicht so flüssig sein, da gehe ich lieber mit dem Pürierstab ran. Der Pürierstab und ich sind mittlerweile wieder ganz gute Freunde. Wir hatten vor circa 4 Jahren einen Zusammenstoß. Ich sage euch aus erster Hand, immer ausstöpseln, wenn ihr hier vorne ein bisschen was entfernen wollt, was hängen geblieben ist. Ein ganz kleines Gerät, was es auch 8-mal so groß auf dem Markt, glaube ich, gibt, ist mein kleiner Zucchini-Karottenanspitzer. Mit diesem Gerät mache ich meine Gemüsenudeln. Funktioniert super, ist eigentlich wie ein Anspitzer. Man hat hier 2 verschiedene Größen, aus denen man wählen kann. Funktioniert super, ist manchmal ein bisschen tricky, das Ganze sauber zu machen, sehe ich auch gerade. Aber ich glaube, der Kostenpunkt ist hier bei 20 Euro. Es gibt auch sehr viel größere Geräte davon, also die wirklich, glaube ich, so viel größer sind, wo man dann so richtig diese Bewegung machen kann. Ich persönlich finde, das hier tut es auch. Die anderen sind vielleicht ein Mühe besser, aber das ist es mir nicht wert, dass ich dann irgendwie so ein großes Ding irgendwie verstauen muss in meiner Küche. Über dieses Küchenutensil, glaube ich, muss ich gar nicht so viel sagen, kennt fast jeder. Ist für mich ein Must-Have, wenn man das so sagen kann.
Ich benutze es, um Ingwer klein zu machen, um Zitronenschale, Orangenschale, alles was irgendwie Schale hat. Ich weiß, da gibt es auch einen Zestenreiber und ich habe mir stark vorgenommen, mir einen zu beschaffen. Aber bis ich das schaffe, tut es das eben auch. Ein paar weitere Utensilien, die ich eigentlich täglich benutze und nicht missen möchte in meiner Küche, sind diese Messlöffel. Man kann das Ganze natürlich auch einfach mit echten Esslöffeln und Teelöffeln machen. Aber da ich eigentlich täglich Rezepte kreiere oder teste oder damit arbeite, benutze ich diese Löffel hier als mein Maß. Und mir ist es eben relativ wichtig, dass ich ein einheitliches Maß in meinen Rezepten habe und die Dosierung ist einfach hier sehr, sehr viel einfacher. Und als letztes meine kleine Waage, die habe ich von meiner Mama, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Letztendlich nicht groß anders als andere Wagen. Was ich hier ganz gut finde, ist, dass sie eben mir auch Milliliter angibt. Das heißt, auch wenn ich mit Flüssigkeiten arbeite und manchmal ein bisschen genauer sein möchte, als bestimmte Messbecher es sind, kann ich das hiermit auch ausmessen. Also es ist kein Glas, leider Plastik, aber anscheinend sehr gutes Plastik. Ich kann nämlich heiße Töpfe auch hier raufstellen, ohne dass irgendwas wegschmilzt, dass irgendwas nichts mehr funktioniert. Also gerade wenn man, mache ich öfters mal, wenn was auf dem Herd ist und ich muss dann aber noch was dazu schütten, stelle ich das hier ganz kurz rauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein guter Tipp ist, aber es funktioniert ganz gut und deswegen mag ich diese Waage ganz gerne. Das war ein kleiner Einblick in meine Küchenutensilien-Sammlung. Das sind eigentlich wirklich die einzigen Sachen, die ich benutze. Und mir ist es immer relativ wichtig, eben zu zeigen oder zu sagen, dass man keine super fancy Sachen braucht oder unglaublich viel Geld für seine Küchenutensilien ausgeben muss. Vielleicht, wenn man sie ein bisschen schicker haben möchte, dann klar. Aber es geht wirklich alles mit relativ einfachen Mitteln. Ich persönlich würde immer in einen Mixer investieren. Der kann unglaublich viele Sachen. Smoothies, Nussbutter, alles Mögliche. Und da würde ich sagen, dann gebe ich lieber dafür ein bisschen mehr Geld aus. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche weiteren Wünsche, Fragen habt, lasst sie doch einfach in den Kommentaren. Und wir sehen uns am Samstag. Ciao, ich freue mich.